Willkommen zu einem neuen Video, und zwar ein paar Fragen von Instagram werde ich jetzt in der nächsten Zeit beantworten, und das erste Thema war Kreatin. Ist Kreatin wirklich nötig für den Muskelaufbau oder nicht? Wir handeln das mal in einem kurzen Video ab. Was ist Kreatin überhaupt? Kreatin wird benötigt für sportliche Leistungen, wenn wir auch wirklich ans Limit gehen. Für circa 10 Sekunden steht uns dann der Kreatinspeicher zur Verfügung. Wenn wir beispielsweise eben 100 Meter sprinten, dann können wir darauf zurückgreifen, um daraus die Energie zu regenerieren. Um das Kreatin in der Muskulatur wieder zu regenerieren, also wiederherzustellen, muss man eben anaerob das Ganze machen, und das bedeutet auch, dass wir da Mitochondrien brauchen. Also der Körper ist auch selber in der Lage, entsprechend das Kreatin, den Kreatinphosphatspeicher in der Muskulatur wieder zu regenerieren. Heißt also, wenn ihr beispielsweise 10 Wiederholungen macht im Kraftsport oder 100 Meter sprintet und dann macht ihr eben eine kurze Pause, ist danach eher euer Kreatinspeicher eben auch wieder verfügbar. Der Mensch hat ungefähr 150 Gramm Kreatinspeicher und am Tag werden circa 1 bis 2 Gramm ausgeschieden. Also das ist das, was wir dann eigentlich wieder aufnehmen müssten, um eben ein Level zu halten. Die meisten Menschen mit einer ganz normalen omnivoren Ernährung nehmen schon 1 bis 2 Gramm Kreatin am Tag auf. Das meiste kommt in Fischen vor, aber eben auch Fleisch oder anderen tierischen Produkten, und dementsprechend ist es mit der Ernährung in der Regel eigentlich gedeckt. Und wenn man sich dann eventuell noch Low Carb in die Richtung eher nähert und dann ein bisschen mehr Protein auch drin hat, ist das eigentlich kein Problem, sein Kreatin damit zu decken. Kreatin kann der Körper auch selber herstellen, und er nutzt dafür Glycin, Arginin und Methionin. Das ist also das an Protein, was auch gerade in tierischen Produkten eben vorkommt, und dementsprechend, wenn wir da auch mehr Protein aufnehmen, haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, Kreatin selbst entsprechend herzustellen und dann in der Muskulatur einzulagern. Also damit sollten wir eigentlich abgedeckt sein. Allerdings gibt es ja auch Menschen, die weniger Protein zu sich nehmen oder auch kein tierisches Produkt zu sich nehmen, dementsprechend auch weniger Kreatin grundsätzlich drin haben. Das heißt, es fällt einmal das Kreatin selbst weg, zum anderen natürlich die entsprechenden Proteine, auch weil Methionin, solche Sachen dann in pflanzlichen Proteinquellen eben weniger vorhanden ist und damit natürlich die Grundsubstanzen für das Kreatin eher gemindert sind. Somit haben Veganer meistens einen relativ niedrigen Spiegel an Kreatin, und hier macht eine Supplementierung dann natürlich, wenn man entsprechenden Sport treibt, auch vielleicht Sinn. Es gibt zigtausende Studien, und auch unser guter Hamsti Bamsti, aus Spaß jetzt, hat natürlich sehr viele Kreatinvideos, und es gibt sehr viele Studien, die sich damit beschäftigen, wo man aber auch mehrere Wochen das Ganze macht. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht da denken, dass ihr, wenn ihr Kreatin nehmt, am nächsten Tag schon einen neuen Rekord schafft oder so, sondern das ist dann eher eine langfristige Angelegenheit. Es gibt auch Leute, die sind Non-Responder, das heißt, die reagieren dann eben gar nicht drauf, liegt eben auch daran, dass sie eben genügend Protein, Kreatin durch die Ernährung schon aufnehmen und dann eben gar keinen Vorteil davon haben, wenn sie das Ganze supplementieren. Da gibt es eben dann auch Sachen, wo man dann gucken muss, ein bisschen selber, wie reagiert man darauf, hat man daraus jetzt Vorteile oder nicht, ist immer so eine Sache, wo man da nicht ganz objektiv natürlich selber rangehen kann. Grundsätzlich ist es so, dass Kreatin aber für den Muskelaufbau, die Supplementierung zumindest, nicht nötig ist. Das bedeutet, dass ihr nicht supplementieren müsst und dann nur eure Muskeln deshalb wachsen, sondern eure Muskeln wachsen durch das Training selbst, durch die ausreichende Proteinversorgung, und dementsprechend ist es Kreatin nicht nötig. Sonst müssten ja irgendwie alle Menschen auf der Welt und auch Kinder und so weiter Kreatin nehmen, aber die wachsen ja auch und die Muskulatur auch. Es ist auch kein Wundermittel, das bedeutet, wenn ihr jetzt Kreatin nehmt, müsst ihr nicht denken, dass ihr jetzt von 50 Kilo Bankdrücken jetzt auf einmal auf 80 Kilo Bankdrücken kommt oder ähnliches. Meistens ist es so, dass man dann eher, vielleicht, wenn man dann eher Responder ist, dass man dann statt 10 Wiederholungen vielleicht 11 oder 12 schafft. Also der Speicher ein bisschen länger da ist, damit man eben länger da das ATP regenerieren kann. Im Großen und Ganzen macht das jetzt aber auch nicht den signifikanten Unterschied, dass man jetzt sagen müsste, ich muss mich damit verrückt machen, sondern es ist dann wirklich nur auf einzelne Personengruppen bezogen. Wenn man supplementieren möchte, wenn man es ausprobieren möchte oder als Veganer eben entsprechend in die Kategorie fällt, dann sollte man hier eine dauerhafte Supplementierung eben anstreben mit 5 Gramm. Insgesamt gibt es auch keine Studien, die irgendwie zeigen, dass das Ganze jetzt schädlich wäre. Es
sei denn eventuell du hättest jetzt Nierenprobleme oder ähnliches, dann sollte man aber vielleicht auch erstmal daran arbeiten. Ihr braucht auch keine Ladephase in der ersten Woche mit 20 Gramm oder ähnliche Scherze. Ihr müsst auch immer bedenken, dass Kreatin in der Muskulatur eingespeichert wird, Wasser eingespeichert wird. Das heißt, ihr müsst ausreichend Wasser trinken. Es kann aber auch sein, wenn ihr es dann eben in der Anfangszeit ein bisschen übertreibt mit der Menge oder ähnliches, dass ihr dann Durchfall oder ähnliches bekommt. Und ihr müsst auch bedenken, dass ihr dann mehr Gewicht drauf habt. Das heißt, wenn ihr ein gewichtsspezifische Sportart macht, irgendwie Judo, Karate oder auch Laufen und ähnliches Ausdauersportarten, da müsst ihr bedenken, dass eventuell dann ein bisschen mehr Gewicht bei euch drauf ist und dass das natürlich dann bei solchen Sportarten eine Rolle spielen kann. Also insgesamt Kreatin ein relativ unbedenkliches Zeug. Allerdings ist natürlich dann sehr individuell, ob ihr darauf überhaupt reagiert oder nicht. Es ist kein Wundermittel, ihr werdet dadurch jetzt nicht irgendwie auf Next Level kommen oder ähnliches. Es ist auch nicht teuer, das heißt, ihr könnt natürlich gerne selber ausprobieren, ob ihr darauf reagiert, wie auch immer. Und dementsprechend ist die Frage hoffentlich beantwortet. Für den Muskelaufbau benötigt ihr es nicht. Grundsätzlich im Körper aber auch vorhanden, wenn ihr euch eben richtig ernährt. Und wie das Ganze funktioniert, könnt ihr auf danielpogge.de eben gucken. Und wenn euch die Videos gefallen, dann unterstützt das doch gerne. Und in der Videobeschreibung findet ihr dann auch Patreon und andere Möglichkeiten, aber auch gerne einen Daumen nach oben, Kommentare unten rein. Habt ihr wirklich objektiv feststellen können, dass Kreatin euch hilft oder nicht, dann können andere da auch gerne mal gucken. Das war's mit dem Video und bis dann.